Ja, das ist eine berechtigte Frage. Das war, die evangelische Kirche hatte ja auch internationale Verbindungen und da kamen natürlich auch immer wieder Einladungen zu irgendwelchen Camps oder Friedenstreffen oder sowas. Und die SED wollte natürlich nicht, dass Leute in den Westen fahren. Andererseits wollte sie auch nicht, dass es heißt, wir haben noch nie einen DDR-Bürger hier bei uns begrüßen können. Also die Stasi, glaube ich, hätte uns am liebsten alle schön hinter der Mauer gelassen, aber die SED hatte ja ein Interesse daran, vor aller Welt als einigermaßen normaler und humaner Staat dazustehen. Also haben sie das sehr stark dosiert und genau geguckt, bei wem besteht denn kein Risiko, dass er wegbleibt. Und eine Mutter von 3 Kindern, da kann man ziemlich sicher sein, dass die wiederkommt. Und deswegen, es gab auch sowieso ein Mindestalter, man musste mindestens 26 sein, um in den Westen zu dürfen. Vorher hatte man nicht die nötige Reife. Das galt auch im Außenhandel beispielsweise, also auch im staatlichen Sektor. Und und dann haben die mich gefragt und ich war wirklich wie vom Donner gerührt. Ja? Das war schon was sehr Besonderes. Und wie hast du das erlebt? Das war das erste Mal, dass du im Westen warst. Ja. Du kommst ja in eine ganz andere Welt. Ja, wobei wir waren an der Nordsee auf so einem ganz einsamen, Jugendtreffpunkt so. Also da haben wir auch übernachtet und getagt und so, Menschen aus ganz verschiedenen Ländern. Das war natürlich das besonders Interessante daran. Es ging um Friedensthemen und ich glaube, in die Zeit fiel auch, dass in Polen das Kriegsrecht verhängt wurde. Und ich weiß noch, dass einer kam und als wir da am Wattenmeer saßen, kam ganz aufgeregt mit einer Zeitung und erzählte hier Polen. Ne? Also daher weiß ich immer genau, wann das war. Und wir sind dann einmal in die nahegelegene Stadt Groningen gefahren und das war dann schon aufregender. Da gab es Straßenmusiker zum Beispiel, kannte ich gar nicht, war ja in der DDR verboten. Straßenmusiker und dann gab es Fischbrötchen. Und ich hatte natürlich eigentlich den Wunsch, so auch Kleinigkeiten für meine Kinder zu kaufen und so. Ich war unfähig dazu. Ich war wirklich, also es war so viel und so bunt, dass ich gar nichts kaufen konnte. Nur zum Schluss eben Fischbrötchen und dann bin ich wieder zurückgefahren. Aber das Aufregendste an dieser Reise war dann noch, dass ich auf dem Rückweg entgegen allen Weisungen so gefahren bin, dass ich, bevor ich nach Ostberlin wieder rüberging, noch ein paar Stunden in Westberlin hatte. Und da habe ich mich mit einem Freund getroffen, Wolfgang Priebe, ich weiß gar nicht, kennst du den? Der hat dieses Haus da, wo Rentner als Handwerker arbeiten und so gegründet. Reparaturcafé. Nee, das kam viel später, die hießen Antirost, so, Antirost hießen die, das war das erste Projekt in dieser Art. Und der hat mich dann am Bahnhof Zoo in Empfang genommen und dann sind wir da raus aus dem Bahnhofsgebäude und der wollte mit mir einfach nur, so viel Zeit hatte ich nicht, einen Rundgang machen und irgendwo Armut essen und so. Und ich kam aus dem Bahnhof raus und kriegte einen Heulanfall. Ja? Meine Stadt. Ich kannte sie ja noch, weil ich war ja schon 13, als die Mauer gebaut wurde, aber das lag natürlich schon sehr lange zurück und ich war fassungslos, dass ich jetzt plötzlich in diesem Teil meiner Stadt stand. So. Ja, unzugänglich sonst. Und dann musste ich wieder nach ein paar Stunden zurück, so wie Aschenputtel. Ja, also über die Reise insgesamt, ja. Musste jeder einen Bericht schreiben und der hatte einen interessanten Teil, Beobachtungen der Mitreisenden. Mhm. Ja. Waren Mitreisende noch Ja, wir dabei? waren zu dritt. Auch alles Familien. Wir waren 2 Familienväter. Ja. Ja. Und dann kam es ja sogar so, dass, weil ich nun einmal diesen Pass hatte und die wollten ja möglichst wenig Leuten einen Pass geben, konnte ich ja danach noch 2-mal solche Reisen machen. Einmal nach Finnland und einmal nach England. Oh ja. Also 80, 81, 82 und das war ein unglaubliches Privileg, was auch Misstrauen erzeugt hat. Also ich erinnere mich Bei an so deinen eine... Freunden?
Ja, wobei die kannten, kannten mich gut genug und ging ja auch schon anderen so. Da haben wir eher gestritten, ob man das überhaupt darf. Ob wir nicht sagen dürften, macht keinen Zirkus, solange die anderen nicht fahren können, fahren wir auch nicht. Ne? Aber ich konnte der Versuchung nicht widerstehen. Nee, so bei anderen, die das gehört hatten. Das erste Mal haben wir das im Zug erlebt. Also wir redeten da, dann kommt man ins Gespräch im Abteil und dann fragen die, woher kommen Sie denn? Und dann sagten wir, aus Ostberlin. Und dann sagte eine Frau, das Lächeln verging ihr sofort. Aus Ostberlin darf man aber nicht in den Westen fahren. Und dann war das Gespräch zu Ende. Also für wen die uns hielt, kann ich nur fantasieren. Ja? Es gab private Kontakte, natürlich. Es waren ja viele Familien zerrissen. Dann gab es, sagen wir mal so, kirchliche Kontakte. Also es gab ja sehr viel Partnergemeinden zwischen Ost und West. Das waren ziemlich enge Verbindungen zum Teil, also sehr unterschiedlich natürlich, hing ja mal von den Leuten ab. Aber es gibt sogar Gemeinden, die sich heute noch gegenseitig besuchen. Also, und hier für die Berlin-Brandenburgische Kirche waren das überwiegend Kirchgemeinden aus Nordrhein-Westfalen. Und da gab es zum Teil ein reges Hin und Her. Also so eine Kontakte mit Treffen, natürlich in Ostberlin, die besuchten uns dann. Dann gab es andere Kontakte, die eher so politische Kontakte sind, beispielsweise zwischen Oppositionellen und Leuten, die unsere Arbeit interessant und wichtig finden. Dazu gehörten einige Grüne, bei weitem nicht die Mehrheit, also da gab es sehr große Konflikte deswegen. Aber es gab einige, die auch heute noch politisch aktiv sind, wie Lukas Beckmann oder Marie-Louise, den Namen lassen wir jetzt mal alle. Ja, ja. Und die lagen schon im Streit mit ihrer Partei, weil sie in uns, den Oppositionsgruppen, ihre Partner sahen. Wir hatten ja auch ähnliche Themen, aber wir haben uns zwar schon ganz allgemein gesehen als Linke verstanden, aber nicht Linke im Sinne der Westgrünen oder der Westlinken überhaupt. Also zur SPD gab es nur ganz vereinzelte Kontakte, CDU wenig, Rainer Eppelmann kannte da welche. Also am regelmäßigsten hatten wir eigentlich zu tun mit Petra Kelly, Gerd Bastian, Lukas und noch eine Handvoll von Leuten aus dem Westen, die uns auch regelmäßig besuchten oder mal einen Pressespiegel mitbrachten von der Bundestagsfraktion, so eine wertvollen Sachen und auch ein bisschen technik für diesen und jenen. Also das waren ja für uns Lebensmittel, wenn man so will, ne? Oder auch Bücher, Zeitschriften.